Generell geht es natürlich darum, dass sich die Universität auch ihrer Geschichte stellt. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die wir auch verfolgen müssen. Denn wie Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede vom 8. Mai ja damals gesagt hat, aus der Geschichte kann man lernen, muss die Zukunft auch aus der Geschichte heraus begreifen, denn sonst läuft man Gefahr, wieder in diese Richtung zu gehen. Von daher ist es wichtig, natürlich sich seiner Geschichte zu stellen, auch wenn wir wissen, dass das geschehene Unrecht nicht wieder gut gemacht werden kann. Das Thema ist lanciert worden von einem Studenten. Der Student hat seine Masterarbeit in diesem Bereich geschrieben, ist dann auf den Präsidenten zugegangen, wahrscheinlich um eben auch die Archive der Universität nutzen zu können. Und der Präsident hat das in den Senat getragen. Der Senat hat das Thema sehr gerne aufgegriffen, hat dann eine AG gebildet, eine Arbeitsgemeinschaft mit Fachleuten, mit Historikern, mit Rechtsgeschichtlern, aber auch mit Senatsvertretern, die sich dann wirklich dran gegeben haben und die Zeit von 1933 bis 1945 systematisch anhand der Archive durchgearbeitet haben, um festzustellen, wo es eben Benachteiligungen oder Bevorzugungen aus NS-Gründen dann gab. Und das war der erste Schritt, den wir aufgegleist haben. Für mich war besonders bewegend, dass nachdem wir die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen hatten, eine Präsenzveranstaltung hier gemacht haben und uns dieser Vergangenheit auch in Präsenz gestellt haben. Und da war für mich sehr bewegend, dass ein Nachkomme, eine Tochter eines Verfolgten dann hier war und dann auch ans Mikrofon trat. Aus Mauritius kam sie, ohne Schuldvorwürfe. Sie war einfach nur dankbar, dass sich die Universität dieses Unterfangens angenommen hatte und wirklich sich klar zu ihrer Geschichte bekannte. Hat sich natürlich auch gefreut, dass wir eine Gedenkwand an einem ganz zentralen Ort im Lichthof des Hauptgebäudes dann den Verfolgten gewidmet haben, wo ihr Vater dann auch entsprechend abgebildet ist. Also es war eine sehr bewegende Veranstaltung und das hat mich persönlich am meisten beeindruckt, diese Veranstaltung mit Nachkommen der Verfolgten. Die Erben und Nachkommen der verstorbenen Personen, die damals gewirkt haben, wenn die irgendwo genannt werden in NS-Zusammenhängen, dann kommen natürlich Fragen auf, ob das persönlichkeitsrechtlich dann noch so akzeptabel ist oder ob man sich dort in einen Bereich begibt, wo man möglicherweise sich auch strafbar macht bzw. Unterlassungserklärungen entgegensieht. Auf der anderen Seite war es für uns natürlich auch wichtig, validieren zu lassen, ob die Untersuchung, die ja von verschiedenen Personen begleitet wurde, waren nicht alles Historiker, dass wir auch das Siegel der methodischen Richtigkeit bekamen. Ich war in der glücklichen Lage, dann die Präsidentschaft 2015 zu übernehmen und dann die Finalisierung des ersten Werkes dann begleiten zu dürfen. Aber der Ruhm gehört nun wirklich nicht mir. Das war dann, ich sag mal, der beschriebene Kreis, der dieses Werk dann auf den Weg gebracht hat, die Idee in die Universität transportiert hat und die ganze Universität auch dahinter versammelt hat.